Ich bin doch nochmal hier online, weil es sind ja Infos, die sollten schon raus. Nicht bloß auf Facebook. Gut. Als erstes sollte ich vielleicht für die erwähnen, die das ganze Prinzip der Patrioten immer noch nicht verstanden haben. Wenn ihr Munition habt im Krieg und ihr seid in einem Schlachtfeld, würdet ihr alles auf einmal verschießen? Oder würdet ihr in bestimmten Wellen und Intervallen eure Munition abgeben? Weil Munition ist relativ schwierig zu bekommen. Am besten könnt ihr euch das vorstellen, indem ihr euch ein Pokémon-Kartenspiel vorstellt. Der Deep State setzt sein Chlorax ein und ihr werft in Pikachu rein. Jeden Move, den der Deep State jetzt bringt, haben die Patrioten in ihrem Kartendeck diverse Karten, Skandale, Anklagen, was auch immer. Sie machen das, Patrioten machen das, geblockt. Hin und her. Alles, was die letzten 2,5 Jahre passiert ist, war nur Informations- und Beweismittelsammlung. Alle Beweise, die rausgehen, kommen nicht von Trump. Trump twittert nicht, hier Anklage gegen. Nein. Das macht Judicial Watch. Und wird dann von Bilbao, Durham, Gaudi und wie sie alle heißen, unterstützt. Es soll ja nicht aussehen als zwecks Optik, dass es ein Political Hitjob ist. Ja, Moment. Hier flutscht gerade mein Mikrofon aus meiner Ständer-Ria. So, es soll ja nicht so aussehen, als wäre das ein Political Hitjob. Deswegen muss das Judicial Watch machen. Und die Leute, die die Gegenseite aufgestellt hat, müssen jetzt gegen die Seite agieren. Damit niemand sagen kann, das sind auch Trumps Leute. Nee, die wurden von den Demokraten aufgestellt und von der Presse gelobt. Trump hat nur gesagt, ich mag die nicht. Und schon dachte die Presse, jetzt müssen wir die unterstützen. Das war für die Optik. Ja. Das ist wichtig zu verstehen. Bei allem, was passiert, dass die Patrioten alle Informationen in Wellen herausgeben. Du haust nicht alles auf einmal. Du schießt nicht dein ganzes Magazin leer. Weil du weißt, der Gegner hat auch nur bestimmte Munitionsvorräte. Wenn Q schreibt, es wird ein Hot August, ein absolut heißer August, dann sorgt er dafür, dass die Gegenseite jeden Tag ein Shooting, jeden Tag ein Waldbrand oder Hurricane oder dies oder das oder jenes, alles, was auf Lager ist, abgefeuert wird. Es ist nicht jeden Tag eine Notre Dame da zum Anzünden. Und wenn alles verschossen wurde, stellen sie fest, dass die Patrioten immer nur in kleinen Wellen die Informationen droppen. Ich meine, der Comey-Report, der IG-Report über Herrn Comey ist raus. Herr Comey hat als Chef des FBIs 25 Mal das Gesetz gebrochen. Er hat aus persönlichen Gründen einen Political Hitjob generiert. Er hat gelogen, er hat spioniert und er hat Informationen, die klassifiziert waren, an die Presse weitergegeben. Er hat seine Macht missbraucht als FBI-Chef. 25 Mal sich nicht ans Gesetz gehalten. Er hat live vor Kameras unter Eid gesagt, es gibt keine Ermittlung gegen Trump. Deswegen hat Trump ihn ja extra gefragt. Und Comey hat gesagt, nein, es gibt keine. Jetzt wird Comey bald unter Eid aussagen. Und bedenkt an der Stelle, dass jeder von Trumps Leuten, immer wenn es hieß, Trump hätte gelogen, wollte man Trump vor Gericht unter Eid. Und ihn zwingen, die Wahrheit zu sagen. Die letzten 2,5 Jahre. Jetzt macht Trump dasselbe mit denen. Herr Comey wird bald unter Eid aussagen müssen, warum er das und das und das gemacht hat.
Wenn er lügt, geht er in den Knast. Wenn er die Wahrheit sagt, gehen 100 andere in den Knast. Aber er geht trotzdem in den Knast. Also egal, wie er es jetzt macht, er geht in den Knast. Ihr müsst bedenken, dass das Ganze in 4 Stufenplan ist. Ihr habt 1000 Puzzleteile. Jede Stufe hat 250 Puzzle, die einzeln eingeloggt werden, also vorbereitet werden, unterm Radar, damit es niemand mitkriegt. Und dann schaltest du das erste Level frei. Und alles im ersten Level aktiviert automatisch das zweite Level. Das erste baut aufs zweite, aufs dritte und aufs vierte auf. Jetzt am Ende, wo gerade eben der E-Mail-Skandal von Frau Clinton nochmal neu untersucht wird und Frau Clinton vor Gericht aussagen muss. Demnächst. Unter Eid natürlich. Gleichzeitig der Uranium One-Skandal nochmal hochkommt. Gleichzeitig die Russian Collusion nochmal geguckt wurde, wie das anfing. Und das Stil-Dossier, der ganze Müller-Report nochmal. Und der Weissman-Report, wo die Anklage gegen General Flynn zusammenbricht. Wo das ganze Weiße Haus gereinigt wird von Leakern und von Lügnern. Wo der Benghazi-Report rauskommt. Wo alles um Epstein passiert. Und als nächster Step ja noch der Pfizer, der Memo-Skandal kommt. Die 302s von Bruce Orr und allem drum und dran. Damit wie in einem Film alle Informationen aufeinander aufbauen. Ja, am Ende, wenn der Film zu Ende ist, versteht, dann guckt ihr den Film nochmal an, dann versteht ihr, ach, deswegen war das dort. Und deswegen war das dort und das dort und das dort. Das baut sich dann am Ende auf zu einem großen Klimax, nennt man das ja, glaube ich, beim Film, ne? Ein großes Finale. Eine Moab. Eine Mother of all Bombs, so gesehen. Das kurz zur Einleitung. Ja. Alles, was Comey tat. Das Lustige ist ja, er hat Informationen vorenthalten. Als Chef des FBI sind alle Informationen, die du generierst, im Besitz des Volkes. Als FBI-Chef arbeitest du fürs Volk. Du hast kein Recht, als FBI-Chef Informationen dem Volk vorzuenthalten. Ja, wenn du ein Memo erstellst und das übers FBI-Netzwerk schickst, musst du ein Häkchen reinmachen für klassifiziert und dann ist ganz genau nachvollziehbar, wo die Daten hingehen und alles drum und dran. Wenn Herr Comey sich an einem bestimmten Tag zum Herrn Trump sagt, wir überwachen Sie nicht, und dann aber gleichzeitig quasi eine Stunde später Herrn Klepper und Herrn Cape oder Cape war es, glaube ich, anruft und mit ihnen Informationen austauscht und danach mit Herrn Brenner in Kombination und das alles im Endeffekt zu Obama führt, dann ist das Fundament gelegt für die erste Etage, bevor dann die zweite Etage kommt, bevor dann die dritte Etage kommt. Ja, das baut alles aufeinander auf. Und während alle nach Amerika gucken und hin und her, kriegt niemand mit, was in Middle East passiert. Guck mal einfach mal. Kushner ist auf der Middle East Peace Tour. Er berichtet zurück, was er denn so alles erlebt hat. Wird noch besser. Maybe later, Moment. Der Palästinenser hofft, dass bei den bevorstehenden Wahlen am 17. September, rechnet euch selber aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass am 17. Dezember die Wahlen in Israel positiv ausgehen für die Patrioten. Also negativ für Netanyahu. Der gesamte Israel-Palästina-Peace-Prozess könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen, wenn ihr interessiert.
Artikel von vorgestern. Die Angst, dass Netanyahu verliert. Nach den Wahlen wird der Peace-Plan bekannt gegeben. Ob die Partei von Yitzhak Rabins Enkeltochter, also diese Peace-Partei, einen Peace-Plan umsetzt. Ich meine, wenn du eine Peace-Partei gründest, mit dem der zuletzt Peace machen wollte, Yitzhak Rabin, ne? Remember the 5th of November 1995, als er erschossen wurde. Oh, den Artikel kenne ich noch gar nicht. Yitzhak Rabins Granddaughter meets Abbas. Als hätte ich es nie gerade gesagt. Bei den Artikeln, muss ich gleich mal hier. Remember the 5th of November 1995. Yitzhak Rabin. Plötzlich spontan vor 3 Monaten taucht die Enkel, also nachdem die Wahlen in Israel vorbei waren, nachdem Netanyahu gewonnen hatte und dachte, yes, ich bin the man, gab es ja plötzlich 3 Monate später Neuwahlen. Und Netanyahu hat eine Fresse gezogen. Und als diese Neuwahlen ausgerufen waren, hat sich dann wie in England mit Boris Johnson plötzlich in Israel eine neue Partei formiert, die Peace-Partei. Mit der Enkeltochter, Granddaughter, ist ja glaube ich Enkeltochter. Und die macht jetzt dort Action in Middle East. Sehr lustiger Artikel, 28.07.2019. Kurz danach ist die die jordanische Prinzessin nach London geflohen, die ja überhaupt keinen britischen Input in ihrer Bloodline hat. Auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt gucken, was wir hier noch finden. Es steht außer Frage, dass Erdogan den Peace-Deal unterstützt. Ob Erdogan einen Gülen kriegt und dafür tut der Erdogan den Trump hier in Middle East helfen? Vielleicht. Bleibt auf jeden Fall spannend in der Hinsicht. So. Wo haben wir es? Middle East Peace. Zwölfter, Sechster, machen wir ein neues. Okay.
2019. So. Gut. Da hätten wir den ersten Teil schon mal. Ach ja, der Dings hier ist verstorben. Siran, spontan. Schuldkult. Es ist an der Zeit, weniger Tier zu essen, dafür mehr Mensch. Wahrscheinlich. Space Force, alt. Merkel 16+1. Steinmeier, Flugzeug. Polen. Ungeplante Pause. Erneut. Ich meine, wie oft muss es noch das Flugzeug mit der 16+1 sein? Bis die Leute verstehen, dass hier was passiert. Ich meine, ja. Das ist freakischer Artikel. Google will das Fußballfeld große Drohne in die Stratosphäre anbringen. Es ist egal. Wird die Fed die Wirtschaft ruinieren, um Trump zu beseitigen? Sie werden es probieren. Das ist Teil des Blame Games. Wer kriegt am Ende die Schuld? Der Einserschüler oder die böse, böse Fed? Die Mami sagt, komm nach Hause. Die Hongkong-Proteste spalten Familien innerhalb von Hongkong. Hongkong Chief, also die Chefin, she wants to quit. Also sie gibt auf. Das könnte man auch als Clearance verstehen. Comey hat das Recht gebrochen. Und wenn man 2,5 Jahre Trump wegen irgendetwas, was er nicht gemacht hat, vor Gericht zerren will, dann muss man jetzt damit leben, wenn Trump den Tisch rumdreht und sagt, Comey, jetzt kommst du mal vor Gericht. Jetzt gucken wir, was du gemacht hast. Oh, 25 Mal schwere Verbrechen. Der muss noch mit hier rein. Sie trägt orange. Das ist ja mal spannend. Also, die macht ja immer mit Color Codes in ihren Klamotten. Auf jeden Fall obsolet. Ne? Die Monarchie, also das Königreich wird obsolet. Ne? Absolut. Müsste aber obsolet heißen. Nachdem Boris Johnson die Queen und so weiter und so fort. Rape is not sex and broken heart don't use murder. Women are dying and language matters. Was auch immer. Only the Fed can save us. New York Times. The Federal Reserve must stand up against Trump. Gerne. Solche Artikel liebt Trump. Die kann der Fed immer wieder vorhalten. Keanu Reeves ist 55 geworden. Die 12-Stunden-Arbeitswoche.
auf der World Artificial Intelligence Conference in seit wann schreibt man Shanghai jetzt so? Die sind ja krass, das Thema ist weg. Eigentlich heißt es ja Sing-Hai. Ne? Nee, Sing-Hai. Also hoch in der Frequency. Egal. Alibaba. Was, die Arbeitszeit pro Woche durch künstliche Intelligenz auf 12 Stunden reduzieren? Klar, why not? Wenn gleichzeitig Konzerne Steuern zahlen, ist das alles kein Problem. Roboter ohne Brüste. Wollen wir das? Zwar nicht mehr in Arbeits, so ein Schwachsinn. Es wird Milliarden Arbeitsplätze kosten. Deswegen wollen sie doch Milliarden ausrotten, weil sie wissen, dass sie keine Jobs mehr haben für Milliarden Menschen. Sie brauchen keine Milliarden Menschen mehr für die perfekte Diktatur. So, während die Grete uns den Sommer geklaut hat, wird in England schon fast Winter. 2 Grad. Es ist gut. Wenn man in Lateinamerika 40 Grad hat, in England 12 Grad und am Nordpol 0 Grad, könnte man wettertechnisch irgendetwas generieren, was dann so aussieht wie ein Wirbelsturm. Tornado. Hurrikanski. Es ist nicht normal, dass wir hier im Sommer 2 Grad haben. Aber was ist schon noch normal? Na, sind die Lover, ihr kennt das Zeichen. Girls just wanna have fun. Sagt die Lesbe. Ich sagte einst, er hatte Modelagenturen. Mit diesen Modelagenturen ging er auf die Suche nach Nerds aus Silicon Valley, Politikern oder Leuten, die man halt so brauchte, für Einfluss, den Israel brauchte. Diese Modelagenturen hat diese Person geleitet. Er ist seitdem without a trace. Er ist spurlos verschwunden. Also verschwunden, nicht verschwunden. Gleichzeitig ist der japanische Premierminister angeblich und der Nakasone und Junichiro Kiyosumi und Nakasone von der amerikanischen Militärpolizei nach Guantanamo Bay gebracht worden, sagt die japanische Polizei und die Unterweltquellen. Also da würde ich lieber die Polizei nehmen, als das irgendeine Unterweltquelle. Außer die Polizei ist die Unterweltquelle. Das ist ja andere Länder, andere Sitten. Eine Person sagt, als sie gefragt wurde, ob es wahr ist, es ist niemand hier, mein Job ist es, nur ans Telefon zu gehen. Ja, das ist ja bei Frau Merkel meistens auch so, das heißt es noch erstmal nicht. Bla 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 bla. Kann ich erstmal nicht einschätzen, falls er da mehr findet. Ich meine, es müsste ja auffallen. Ja. Netanyahu Spiel mit dem Feuer. Kommt es oder kommt es nicht zum Krieg zwischen Israel und dem Libanon? Ich muss dazu sagen, dass der Chinese auf der Seite der Libanesen ist und auf der Seite der Israelis. Sowie der Russe auf der Seite der Libanesen und der Israelis. Und der Trump auf keiner einzigen Seite und Europa mit sich selbst beschäftigt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Russe und der Chinese das erlauben, ist gleich 0.
Schon alleine, weil Trump ja 50 Milliarden für Libanon und Palästina zur Verfügung stellte, damit dort etwas entsteht. Das ist älterer Artikel, dass sie die Queen loswerden wollen. Richter verbreitet Kinderporn, das ist auch alt. Influencer bezahlen Trolle. Wahlmanipulation. Das hätte ich eigentlich noch als Nachtrag für uns das Google Gestapo-Ding. Könnte aber jemand Uni lesen, ne? Wenn hier Google steht, und es war bei Others. Egal. Saudi-Arabien hat den Krieg in Jemen verloren. Starts Peace Deal. Also, was ich schon seit Ewigkeiten sagte. Jetzt auch nochmal aus asiatischen Quellen. Ein Zigaretten, ähnliches, was auch immer. Ein nicht militärisches. Beyond a classified military project. Program. Gucken wir doch mal rein. I think with the what's interesting with the cigar-shaped UFOs, we've seen some DoD footage about those recently that's been all over the news. But when we've been traveling around the world, we've also seen similar reports of cigar-shaped UFOs, and that's interesting because, you know, if we're assuming that this could be a potentially classified government program, you'd expect to see those types of objects restricted to certain areas. But now that we have reports from various countries across the globe of witnesses seeing similar objects, for me, it kind of indicates something potentially beyond a classified program. Because again, within the military community, you're only going to be testing those classified programs in certain areas, or if you're actually deploying that technology, you're going to be very careful where you deploy it to, and the odds of, you know, that technology being deployed to a random country outside of any open war zones or any, you know, present threat to the United States, to me would be very unusual. So it's compelling that we have very similar reports coming from multiple countries across the world. That das soll ja ein UFO sein, oder was? Okay, hör da auf. Also komm. That report similar sighting. I think you know, in those situations, you're testing new platforms, right? So new aircraft or new. Ach komm. Drone systems, and then those platforms would have a number of possible uses depending on what type of sensors or equipment is installed. So most of you know, the classified aircraft start off in the reconnaissance realm. So objects that are used to collect information about certain areas that we might not be able to collect with satellites or something like that. Naja, zu diesen UFO-Themen. Naja. Erst wenn ich mein Ding bei irgendeinem Alien reingesteckt habe, dann glaube ich auch daran, dass es Aliens gibt. Eher ist mir das erstmal Latte. Die haben alle die falschen Bilder zur Wahl gepostet, weil ich kenne das eine, wo hier -8, -7, -9, -12, +18, minus steht. Das zeigt ja Orwell-technisch nie, wie viel sie verloren haben. Na, also, wobei das auch nie wirklich stimmt, was hier steht. Ja. Der Model-Agenturmann is like a ghost. Er ist verschwunden.
So. Das ist eigentlich... Das ist ja im Endeffekt nur der erste Step. Dann kommt ja auch der Babysitter, der AI-Babysitter, der deinem Handy dann eine Meldung gibt, dein Baby atmet unruhig. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das Baby kommt unten raus mit RFID-Chip. Am besten auch gleich mit VR-Brille und 20 Spritzen in den Electro-Smog Generator, Codename Kinderwagen of the Future. Der fährt dann selbst halt WLAN, Bluetooth, Internetzugang fürs Baby über die VR-Brille, logisch. Er soll nicht ungewollt davonrollen und leichter zu schieben sein. Wow. Und für was muss man das dann vernetzen? Mikromobilität. Oh, bergauf mit Elektromotor. Und bergab mit systematischer Bremsvorrichtung. Irgendwann fahren die Kinderwagen dann automatisch draußen rum. Ne? Eine automatische Motor- und Feststellbremse, die das Baby nicht berühren kann, damit es nicht aus Versehen losfahren kann. Ich meine, gab es da nie früher so eine Bremse direkt am Rad? Bedienbar per Smartphone. Ich brauche ein Handy, um die Bergauf-Funktion einzuschalten. Wenn mein Handy aus ist, kann ich die Bergauf-Funktion nicht nutzen. Aha, das ist schon mal blöd. Batteriespatus und verbleibende Reichweite. Ich meine, man muss ja bedenken, dieser Kinderwagen ohne diesen Akku und ohne die Motortechnik wäre er noch leichter. Dann könnte man da mit der Hand schieben. Ja? Ökologisch korrekt. Ohne App. Also ohne dass du trackbar bist, wo du mit deinem Kind lang gehst. Ohne dass sie wissen, wie oft du mit deinem Kind lang gehst. Kannst du nur die Bergab-Funktionsbremse nutzen. Und die automatische Motor- und Feststellbremse. Es ist so dumm. Windstärke 7, 60 km/h. Der Kinderwagen ist stabil. Ich meine, wer geht denn mit einem Kind bei Windstärke 7 raus? Liebe Mitarbeiter von Bosch, falls ihr Kinder habt im Säuglingsalter, fragt mal die Mütter, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei 60 km/h, also bei Sturm, und ganze Bäume durch die Gegend fliegen, mit dem Kinderwagen rausgehen. Und was nützt dir das, wenn der Wind von hinten kommt und unter das Dach drunter und den Kinderwagen aushebt und dieses Konstrukt hier raus aus dem ganzen Dings und dann fliegt der ganze Kinderwagen hier hoch und durch die Luft in eine Tornado und das Kind wird geschleudert und kommt irgendwo in Japan wieder raus. Was glaubt ihr, wie wir die Merkel gekriegt haben? Das ist wie bei dem einen Märchen, wo sie im Wirbelsturm ist und plötzlich kommt sie halt in Deutschland raus. Ne, Quatsch, das kannst du nicht bringen. So.
Der Kinderwagen muss laufen lernen. Egal, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, weil es ist einfach nur dumm. Sind Baby gleich, obwohl man weiß, was Frequenzen und so, DNA-Manipulation. Legt das Baby am besten gleich in die Mikrowelle. Mit VR-Brille und RFID-Chip und WLAN. Ich meine, Babys, die kein WLAN-Empfang haben, direkt eingebaut. Was sind das für Babys? Die sind da oldschool. Unbekannte schlagen zusammen und werfen in Fluss. Frankfurt mal wieder. Was gesteuert von Facebook, er hört Stimmen. Ja, das ist aber alt, dass man über Facebook Stimmen hört. Man kann direkt Leute anrufen über die Facebook-App, das hörst du dann im Kopf. Das ist so lustig. Du siehst auf dem Handy nie, dass du angerufen wirst, aber du hörst es im Kopf. Du hörst dann Stimmen von dem Kumpel im Kopf. Das kam alles schon aus Versehen raus. Der Doktor zum 17. Mal Dr. Merkel. Es war ihr letzter Doktortitel. Ehrendoktortitel, muss man dazu sagen. Neuwahlen, Sachsen, da die AfD mehr Plätze gewonnen hat, als sie, die haben mehr Plätze bekommen durch die Wahl, haben aber nicht so viele Leute aufstellen dürfen und somit bleiben massenhaft Plätze offen, die nicht besetzt werden können durch AfD-Leute, weil sie ja die zweite Liste nie rein durften. Ja. Verschwundene Ski-Legende. Spanien. Next. Das ist die einzige Map, die wir Sachsen sehen. Das ist übersichtlich. Ja? Plus 18, minus 7, minus 8, minus 4,8, plus 2, die Grünen. Aber die Grünen kann man ganz schnell revidieren. Das ist nicht das Problem. Popsängerin stirbt spontan bei ihrer eigenen Bühnenshow. Next. Rosenstein, Optik, schießt gegen Comey. Wegen Korruption. Volksbank und Sparkasse bald Volkskasse? Weiß ich nie, was das sein soll. Oh, also kann ich nie beurteilen. Fake-Termine. Spamflut bei Google Kalender. Auch sehr lustig. Das müsste ich einstellen haben. Ich bin manchmal erschüttert bei den einzelnen Abgeordneten da. Also was seid ihr für Leute? Denn das sind ja teilweise auch keine blöden Leute. Ich glaube eher, das ist was anderes. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man sagen kann, Sie kennen alle das Zitat, was Frau Weidel gebracht hatte, wir werden von Idioten regiert. Ich glaube nicht, dass es Idioten sind. Ich glaube, es ist schlimmer. Und dann hast du die Antwort auf die Frage. Ja. Noch nicht. Jetzt sage ich Ihnen, was schlimmer ist. Idioten wissen doch nicht, was sie tun. Und die wissen das, es sind Ignoranten. Die sind in der Untergangsverwaltung des Landes. Ja, sie kriegen die Befehle von oben. Jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht. Und das ist das Schlimme. Sie fragen nicht mehr nach, sie denken nicht nach, sie können es, aber sie wollen es nicht. An der Stelle widerspreche ich konsequent. Der Anfang war gut, aber die Schlussfolgerung, das nennt man Korruption. Na, das nennt man Korruption. Es ist, sie nennt es ignorant und nicht denken. Nee, das ist pure Korruption in seiner reinsten Form. Na, zu glauben, dass sie das als Ignoranz machen,
Da wäre, nee, die werden das schon für Geld machen. Zu diesem Herrn fällt mir nicht mehr viel ein. Ja, demnächst auch nochmal eine einzelne Sendung machen, wo ich das Soja Boy Project und den Social Justice Warrior mal in Kombination setze. Weil es ja beides im Endeffekt, erst erschaffst du den Gutmenschen und der Gutmensch ist dann gleichzeitig der moralische Foot Soldier für die nächste Agenda. Und der Gutmensch ist ja meistens aus einer Teenie-Mom experimentalen Show entstanden. Deswegen ist das alles eine Sache. Ich glaube, ich muss dann mal das Fenster zumachen. Ja, hier, Next, Edo, Zanki. Was ist denn das für ein Name? Edo. Egal. Ausländische Presse verwundert über paradoxe Erleichterung in Deutschland. Ich meine, wir haben die SPD, die sind hier in Sachsen bei 6% und die feiern und jubeln. Während die Linkspartei auf der ARD mit einem Antifa-T-Shirt Interviews gibt. Ich meine, ja, der normale Wahnsinn. Für die, die es noch nie wissen. In Sachsen ist nur eine Koalition zwischen der CDU, der SPD und den Grünen möglich. Denn 7% SPD, denn ich weiß nicht wie viel Prozent Grün. Weil die FDP ist ja ganz raus. Eine CSU gibt es in Sachsen nie, also können sie entweder nur CDU, SPD und die Grünen. Die FDP ist ja leider nicht da, sonst hätten sie die FDP auch noch mit. Und da hätten sie zusammen eine gute Mehrheit. So haben sie gerade mal 2 Plätze mehr. Damit kannst du nie. Und da kann die Linke, also das wird die CDU nie machen. Mit der Linken, mit der SPD und mit den Grünen kann die CDU nie in eine Kombination. Das geht nie. Ja. Die Grünen, die Linken und die SPD zusammen reicht auch nie. Weil die SPD hat ja bloß 7%. Das sind die Schwächsten. Deswegen läuft es darauf hinaus, dass ja auch CDU und AfD definitiv abgelehnt wird. Von allen von der AfD. Aus Sachsen und in der Bevölkerung. Wir werden definitiv nicht mit dieser CDU, mit dieser Merkel- und Kretschmer-CDU, das wird nie passieren. Es wird eher lustig, wie die jetzt versuchen, irgendwas hinzukriegen, weil sie nicht hinkriegen. Weil sie dann im Endeffekt wieder nur die AfD stärkt. Weil die anderen werden sich jetzt zerschießen, die werden sich um die Plätze. Und das ist ja das ist ja Wahlbeteiligung von 120%, hatte ich irgendwo gelesen. Ich habe es noch nie nachgeprüft. Kann ich nie beurteilen. Ich bin bloß mal gespannt, wie die Leser, die Briefwahl wurde ja erst Montag früh ausgezählt. Da müsste ja eigentlich noch mal ein Nachtrag zu den Wahlen. Was ist nun das Endergebnis? Egal. Comedian Kevin Hart. Autounfall fast next, nicht ganz. Harry Potter Bücher werden verbannt. Comey, das Schlimmste kommt noch. Die Queen und die Control of the World, was ja in Kombination mit Sabbatai Sebi zu sehen ist und den Frankisten. Oder die Sekte der Kommunisten. Ne? Wer die Frankisten kennt, der kennt auch die Sekte der Kommunisten. Was ja im Endeffekt Frankisten waren. Die Kommunisten und Bolschewisten.
alles, was lebensfeindlich ist, das waren immer die Frankisten und Sabbatäer. Rudolf Hess, Frankisten, Sabbatäer. Französische Revolution, Frankisten, Sabbatäer. Rothschild, Bankenimperium, Frankisten und Sabbatäer. Das sind die immer Inzucht machen mit ihrem Bruder, mit ihrer Schwester. Und dann die Namen wechseln. Über mehrere Generationen hinweg. Ja? Unter der Begründung, es ist so schwer, ein guter Mensch zu sein, deswegen werden jetzt die besten, schlechten Menschen sein. Ja. Es kann ja nie jeder gut sein. Das ist ein lautes Auto. Es kann ja nie jeder gut sein, ist ja Motto. So können wir die besten, schlechten sein. It's good to be bad. It's feel good to be bad. Um im Endeffekt alles zu pervertieren und zu verderben. Mit Inzucht, mit Orgien. Und das über Prag damals, über Vienna, über Berlin, über Paris, über London. Wie sie immer und immer wieder, aber auch in Venedig und im alten Adel, in Königshäusern, mit Allianzen oder mit Spionage, mit Blackmail, mit den Dingen, die man halt heute so kennt, Macht errungen haben, die East Indian Company mit aufgebaut haben, das Schmuggelnetzwerk, Drogen, Waffen und alles. Was ja dann dazu führte, dass Skull and Bones und alles, Oxford University, was ja aus den Opiumkriegen, das Geld, was dort verdient wurde, was ja dazu führte, dass dann Yale und Harvard und Oxford erstmal gebaut werden konnten. Das sind ja die Gelder von den Opiumkriegen gewesen, von den ersten. Über den Russell Trust in Hongkong. Was dann zu Skull and Bones führte, und Skull and Bones führte wieder zu Hitler. Und im Endeffekt, das beginnt alles mit Sabbatai Sevi. Und den Kryptos. Und dem Gedicht A Palm to Jerusalem von Moses Hess. Und dem Gedanken, sich von der katholischen Kirche abzuspalten und ein neues Jerusalem zu gründen. Bis hin zum Zionismus. Die Sekte der Zionisten, die Sekte der Kommunisten, die Sekte der Frankisten und die Sekte der Sabbatäer und Kryptofaschisten. Will ich bloß noch nie manches machen, bestimmt heute Nachmittag. So, ich hab Hunger, der Bäcker soll jetzt mal aufmachen, es muss eine Stunde warten hier, das geht mir auf den Sack. So, wer ist denn überhaupt alles da? Es gibt jetzt Baby-Kidnapper gleich die Chords von Baby durch. Es ist was ein Flying Penis? Nee, das ist ja kein Penis, das ist ja eher vielleicht ein asiatischer Penis. So ein Shiitake-Lauch-Kombinationsprodukt. Lady Victoria Harvey say she was spied on Epstein apartment. Hier ist sie, die Rachel. Ja. Ist das Rachel Chandler? Nee. Sieht bloß aus wie Rachel Chandler. Disneyland musste geräumt werden, wie angekündigt. Ein guter Grund, um dort mal reinzugehen. Alles. Ja. Und ja, viel Spaß beim Schlafen. Ich habe schon geschlafen. Bin dummerweise seit um 3 wach. Und bevor ich mich sinnlos im Bett rumdrehe, mache ich lieber was Sinnvolles. So. Es grenzt an Realitätsverlust. Volksparteien, die nicht merken, dass sie nicht mehr gewollt sind. Man bedenke, hier laufen so alle miteinander, das ganze Stadion rumspringt. Also das war bei St. Pauli, ja, diesen Kommunisten- und Bolschewistenverein. St. Pauli
Naja, die kennen das nie, vor 38.000 zu spielen. Das kennen sie vielleicht aus Erstliga-Zeiten oder wenn sie nach Dresden fahren. Aber sie werden immer wieder daran erinnert, dass sie hier in Ostdeutschland sind. Ja? Dass die Leute stolz darauf sind, aus Ostdeutschland zu kommen. Egal. So sind die auch durch Karlsruhe marschiert. Ja, mit der Trommel und dem Trabi. 2000. Mit Militäruniformen. Die Fußball-Army Dynamo Dresden. Durch die Freimaurerstadt Karlsruhe. Mit der Trommel und dem Trabi. Und zig Rauchbomben. Ostdeutschland. Das haben die Karlsruhe bis heute nicht verstanden oder vergessen. 17 Years of Dokumente gegen Epstein. Wieder eine 17. Drahtzieher war Polizeispitzel. – 27% wollen das Dritte Reich zurück. So reagiert das Netz auf die Sachsenwahl. Ja. Die englische Presse schreibt, die AfD hat sich verdreifacht. Wo habt ihr auf deutschem Boden gelesen, dass die AfD sich verdreifacht hat? Was? Ohrfeige für die Kroko? Das wissen wir doch. Kein Verstecken hinter dem Pressekodex. Aha. Flugzeugabsturz. Wir wissen bloß noch nicht, wer an Bord war, aber auf jeden Fall next. Hunderte Goldbarren mit gefälschten Stempeln im Tresor. In der Schweiz wurden jetzt in irgendeiner Bank, glaube ich, Fake-Goldbarren entdeckt. Das ist schlecht fürs Schweizer Konto, wenn dort plötzlich bloß noch Fake-Gold drin ist. Ja, Pharmazie-Mafia, 290 Verhaftungen. A Category 6 Storm. Ja. Ein Millionär mit Key Information. Spurlos verschwunden. Das ist der mit der Modelagentur. Schwarz-Gelb fehlt Einsatz. Das tut mir aber leid. Und das ist 33. Die 18 anderen durften sie nie einbringen. Ja, die kommen aber nachträglich damit rein. Indien, die Philippinen und Indonesien überholen China als ökonomische Wirtschaftskraft. Die Bilder sind zu freakig. Die müsst ihr euch selber reinziehen. Oh, das ist ne. Wissen wir schon. Jim Jordan ist auch gut. Genauso wie Trey Gowdy. Joining me now for reaction to all this is former Congressman and Fox News contributor Trey Gowdy. I served with Mr. Gowdy in the Congress. It was a pleasure to do so. And Trey, I appreciate you coming here. I love the glasses, so it's a good look.
It's a good one. I love you too, Jason. Thank you. Thank you. You've read through the report. You've dealt personally with Mr. Director Comey over a series of years. What's your takeaway from what Mr. Horowitz concluded? Well, he's a two-time offender. Remember, Horowitz also dinged him for his handling of the Clinton email investigation. So now he gets dinged in the other major case he handled in 2016. I never said Comey would or should go to jail. I'm certainly not going to apologize to anyone who violated FBI and Department of Justice policy, who violated an employment agreement, who shared sensitive information about an ongoing investigation, who sent classified information to an unauthorized person, and then had amnesia when the FBI came to his home to try to retrieve government property. I'm not going to apologize to that person. I will give him a piece of unsolicited advice. Jason, you referenced Comey's obsession with his higher ethical standing than the rest of us have. So here's my advice. You should aspire to more in life than simply skating by without having been indicted. If that is your goal in life, to just not meet every essential element of a criminal offense, and you think you should be congratulated and apologized to for simply because you were not indicted, you better give back some of those higher loyalty speaking fees. Yeah, you know, it's really interesting, this little nuanced part about when the FBI did go to his home. You know, as an FBI director, he does get a SCIF, a secured compartmental information facility, but he evidently took this information, didn't keep it in the SCIF. He kept it in his own personal safe, supposedly. That's a real problem, right? I mean, imagine if every federal employee did that. Well, it's not a problem if you consider it to be your own personal diary. So, I mean, it depends on what the record said. Did the record say, "Dear diary, Congress was mean to me today, but I did get to talk to the president"? That might be a personal diary. That's not what this was. He's talking to his boss. He's talking to the head of the executive branch, and then he memorializes it. It's a public record. No matter what he calls it, that record belongs to the United States. So he can call it a diary, like birthday cards and other correspondence, but no. Ja, das ist das, was ich meinte. Ein Comey-Memo gehört dem amerikanischen Volk. Alles, was das FBI macht, gehört dem amerikanischen Volk. So gesehen. Er darf nicht einfach sagen, das ist mein Tagebuch. Das kriegt er nie. Das ist ein Memo. Das ist ein Staatsmemo. Das muss raus, aber das will er nie. Nobody other than Jim Comey considers that to be personal. But do you think there was the accountability and the consequence? You know, the criticism here is that if somebody else had done this, they would be in handcuffs. They would be going to jail. But is Lady Justice being fair and right here? And is he being held accountable? Well, Jason, I'm very sensitive to that. When our fellow citizens think we have a two-track justice system, either for the famous or the not famous, or the rich or the poor, then we're in trouble as a republic. I would tell my fellow citizens this: we have to have other ways of meting out accountability other than simply indictments. You know, Hillary Clinton was never indicted. She was never charged, therefore never guilty of a crime. But yet the American jury in 2016 meted out a consequence. Jim Comey, whether he likes it or not, all of his past in the Southern District of New York, all of his past at Main Justice, all of his time as an FBI director, some of which I agreed with, all of that will be forgotten. God and history will be all of our judges, but they will judge Jim Comey based on the fact that he got dinged on both of the major investigations he was handling in 2016 by the Inspector General. That will be the accountability. That's what history will remember about Jim Comey. Last quick question for you. Mr. Comey actually expects you to apologize. Are you ready to apologize tonight? Well, what temperature is it in hell right now? Is it snowing? When it snows in hell, you let me know. Why would I apologize to somebody that's been dinged on both of the major investigations by a guy like Michael Horowitz, who is hardly a Republican?
He was picked by Obama and confirmed by the Senate, I think, without a dissenting vote. Yeah. That's who said you screwed up Jim Comey. It wasn't a couple Republican congressmen. Yeah, no, a couple of congressmen did think he screwed up. No. I think you and I were both on that bandwagon. But you're right, Horowitz, impeccable credentials, appointed by Obama, confirmed unanimously by the United States Senate. Even Comey praised the Inspector General. He's now been on the receiving end of 2 Inspector General reports and more to come. 2. He's a 2-time career offender. Yeah. 3 strikes and you're out. That's right. Well, he's out now, thank goodness. Mr. Gowdy, thank you again for joining us. Great. This is your Mordsgowdy. Die Menschheit verliert die Kontrolle über den Zustand des Planeten. Nach dem Motto, du bist schuld, du hast Bambi getötet, werden auch in der nächsten Zeit mehr und mehr Artikel kommen. Genauso wie Trump versus die Fed. Ukraine Hilfen von der USA gestrichen. Das ist ja, ne? Zum Thema Roboter, strippend an, also ich meine, Chippendales war gestern. Ja, es gibt jetzt, was ja dann im Endeffekt die Vorstufe von Sexbots sind. Ja. Mit Brüsten. Ich meine, Geräusche beim Sex sind schon okay, aber wenn es dann wie so eine Drohne klingt, so wie so eine Kamera, die rein und raus zoomt die ganze Zeit. Egal. Ich stelle mir das gerade schnell vor, das könnte dann klingen wie so ein Hummelschwarm. Egal. Pole Dance Roboter. Ob der wiggeln kann. Und ich weiß gleich auch nicht, wie das alles heißt. Diese unkontrollierten Booty Swag Moves. Nee. Warte mal, die wirklich echt geil. Es ist ja geil. Es ist halt nur die Frage, ob sich der Roboter wirklich selber bewegen kann oder ob der jetzt bloß so aufgebaut wurde als Roboter. Oh, ich will das Bild nicht haben. Ich will hier nochmal. Die nächste Frage wäre dann, wo steckt man dort das Geld rein? Nö, ich bin seit um 3 wach. Bin ja gestern um 9 eingepennt. Und ja, jetzt sind es noch 53 Minuten, bis der Bäcker aufmacht. Und dann frühstücke ich erstmal und dann gucke ich nochmal, was ich sonst mache, ob ich mich nochmal ins Bett haue. Oder ob ich wach bleibe und was auch immer man dann frühs macht, wenn man keine Arbeit hat. Und alle anderen arbeiten sind. Es würde mich wirklich interessieren, ob das Ding sich jetzt wirklich bewegen kann oder ob das bloß Roboterteile sind, die so tun, als ob.
Werden wir aber an der Stelle schlecht rausfinden. So, the Earth will remember the humans for the mess we left behind. Die Erde wird sich an die Menschheit erinnern als die, die das hier alles verbockt haben. Die Wessis. Aha. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Die Menschheit schafft sich ab. Haben sie einen kleinen passenden Namen dazu entwickelt. Der Äußere ist ein Vorschlag zur Benennung einer neuen geochronischen Epoche, nämlich des Zeitalters, in dem der Mensch zu dem der wichtigsten Einflussfaktoren auf biologische und geologische und atmosphärische Prozesse auf die Erde geworden ist. Geil, die haben ein wissenschaftliches Wort für du bist schuld. Im Jahre 2000 vom niederländischen Chemiker und Atmosphärenforscher Paul Crutzen, Max Planck, Nobelpreisträger in Chemie und Eugen Strömer sei nicht mehr vorhanden. Warum wohl? Ins Spiel gebracht. Die beiden Wissenschaftler wollten damit ausdrücken, dass die Menschheit zu einem Faktor geworden ist. In der renommierten Zeitung Geologie der Menschheit. Er modifiziert damit die Vorschläge der Italiener Geologin Antonio Stoppani von 1873. Als eine neue tellurische Macht könne es an Kraft der Universitäten mit großen Gewalten in der Natur aufnehmen. Mhm. Natur als Kulturaufgabe und die Verantwortung des Menschen. Das stimmt schon so weiter. Sie verpacken das ja, was auf dem 35. Internationalen Geologischen Kongress in Kapstadt braucht die Arbeitsgruppe einen Golden Spike zu suchen und festzulegen, eine charakteristische Veränderung der Sedimente an bestimmten Orten, bla bla bla, große Beschleunigung, Bevölkerungswachstum, Atombombentest, Erosionsrate, Dunst, Düngereinsatz, Landwirtschaft, Flugasche. Was ist denn Flugasche? Rückstände von Verbrennung. Aha. Und diese Flugasche. Beton. Aber im Beton sind Bindemittel drin. Alles klar. Beton zerstört den Planet. Und Plastik. Mhm. Sowie Tier- und Pflanzenarten. Der Einfluss des Menschen auf die Welt. Artensterben, Artenverschleppung. Ich mache jetzt keine Witze über Afrika, aber wieso darf man Artenverschleppung betreiben? Und wieso ist das Einfluss des Menschen? Das sind doch bloß eine Handvoll Menschen. Wieso bin ich jetzt schuld an Artenverschleppung?
Egal, Klimawandel, also der gesamte Grete-Bullshit. Einmal Sekrete, immer Sekrete. So, was haben wir noch? Peaceplan, das war das. Falls ihr mehr Artikel findet zur Granddaughter von Itzhak Rabin, könnte von Vorteil sein. Das ist dann in Kombination mit dem hier zu sehen. Wenn eine Frau von Haus zu Haus geht und überall, wo es im Garten nach Bratwurst riecht, eine Demo vorm Garten anfängt und mit allen Mitteln, ich meine, dass jetzt Angler gezielt gestört werden, ja, dass man dort, wo Leute angeln, absichtlich Steine reinwirft, auf das der Angler nicht mehr angeln kann. Das ist das eine. Der nächste Step ist jetzt aber, überall, wo es nach Bratwurst riecht, hinzugehen und den Grill auszumachen. Du darfst nicht einfach Bratwurst essen, wenn ein Vegetarier in deiner Nähe wohnt. Das ist Diskriminierung. Ich meine, er könnte einfach das Fenster zumachen, ne? Aber nein. Sie haben das Recht, dagegen vorzugehen, denken Sie. Gegen jedes Barbecue. Gab es ja nicht vorhin so ein Bild davon? Hier, die alte. Ja. Und das ist doch schlimmer als jeder Terrorist. Hitler ist ein Scheißdreck dagegen. Fleisch. Was? Tribunal. Ich meine, an der Stelle kann ich noch was sagen. Nichts gegen Veganer. Aber wenn es dann darauf hinausläuft, dass irgendeine vegane Pippi mich früher oder später beim Grillen nervt und sagt, das darf ich nicht. Und ich darf da dann nicht einfach eine klatschen. Und die geht dann auch nie weg. Die macht dann wahrscheinlich noch eine Demo vor meinem Grill. Und ruft die Grete an. Kann man sich eigentlich nie vorstellen. Aber 2.9. Eine Massagetherapistin. Eine Massagetherapie? Was ist denn eine Massagetherapie? Ist es das, was die Asiaten immer in den Hinterzimmern machen? Oder massiert die dann bloß und erzählt dabei irgendwas? Oder erzählt die bloß und das ist die Massage? Oder auf jeden Fall ist sie nie ausgelastet. Und geht gegen Mr. und Mrs. Wu vor, die in ihrem Garten grillen. Alter Schwede. Alles zum Thema Schuldkult. Das Soja Boy Project. Du hast Bambi und Simba. Ne? Hier haben wir Simba. Und Simba ist jetzt tot. Und wo ist das Bild von Simba hin? Wieso machen die hier? Oh, ist er nicht unschuldig? Ist ja alles dieselbe Agenda.
Sie schreiben sogar Bücher. Die Erde in Menschenhand. Du bist Krebs. Du hast den Planet zerstört. Nicht die Konzerne. Ich schwöre das Wort. The Golden Spike. Gibt es mal mehr Bilder? Ne, ich bloß das. Der erste Step ist, dass die Leute erkennen, was das Problem ist. Stimme ich voll und ganz zu. Nur ihre Lösung mit Verzicht, also wir dürfen nichts mehr nutzen, nie, dass die ihre Produktionsweise verbessern und sich was einfallen lassen. Nee, wir sollen auf alles verzichten. Damit wir aufs Level der dritten Welt runterkommen. Vielleicht einen Ordner zum Schuldcode irgendwas? Nee. Machen wir mal ein. Schuldcode 2030. So, ja, boy, Project. So. Das. Das und dies. An der Stelle können wir jetzt noch eine halbe Stunde das hier und dann auch hat der Bäcker offen und bis dann kann ich dann los. Well, on the shark now, on the shark, everybody knows that you don't want to debate. That's right. Or else you get thrown in the shark tank. It's like I didn't start that. Jason Nelson was the one who started that. Like the pool sharks, like you know, those guys that hang around the pool table and they act like they're not so good. They're, oh, I don't know about this guy. And then you get into a game and they just knock you out. No, that's Jay Dyer. Jay Dyer's the guy who, yeah, or I think of like James Bond villains too. Did you see that fake news article that Kim Jong-il was throwing people who were his enemies into a shark tank like a Bond villain? With sharks totally, with totally, freaking laser totally beams. Sharks with freaking laser beams. It was a totally fake story. Yeah, that's so funny. He was showing them throwing them to shark tanks. Well, I mean, this is one of the threats that we face globally, isn't it, Jay? We have dictators. We have, you know, being thrown in a shark tank. Yeah, dictators throwing their poor plebs in a shark tank. But look, the sharks got to eat, man. I mean, these are predators. You got the shark in the tank, and I don't know. If we just breed the sharks to be vegans, we'll be good. That's right. That's right. So we've got the transhumanist movement ties in right there, and David Pierce, who I didn't even realize this until I was talking to the guys over at Alpha Human Solutions podcast, and they told me about David Pierce and how he is an ethical vegan. He helped start the transhumanist movement. So this definitely ties in very, very powerfully with that. And so I guess maybe we'll start out by talking about who the Club of Rome is. When people hear, oh, Club of Rome, they might think this is some sort of, you know, oh, this is like a secret society or some shit like that. No, this is an open think tank. This is a kind of a globalist think tank, and they wrote a few documents. One of them was Limits to Growth, and that came out in 1968, right after the so-called baby boom. Which, I mean, even just that introduction, there's a lot to unpack there. I mean, what do you think about the nomenclature of baby boom, baby boomers, the population? Well, first thing,
the first thing that comes to mind is the idea that there was a baby boom, and that's because there had been, you know, the wars. And then what happened was there was a lack of population and there was a baby boom. And believe it or not, this was actually studied, and they watched to see where these trends would go. There's direct evidence of this. Actually, in Daniel Eslin's Tavistock book, he talks about this, that the social engineers, the social planners figured on the fact that there would be a boom around this time period, and they actually wanted a growth-based economy. And then what they wanted to do was to restrict things. They wanted to move into this time period where they could test out the ideas of austerity. Now, we are presently going into that period that they literally planned a long time ago. And these are all recorded in the globalist books, the many, many books that I cover in my series. So both the baby boom period was studied, and then the plan of bringing in austerity. So what we're going to be talking about tonight deals a lot with this notion of austerity on the part of the bankers, on the part of convincing you for social engineering that you don't need private property, you need to live in a communal, austere way, pushing things like tiny housing, pushing the green stuff. It all is part of the exact same stuff. And it's all, again, been written about publicly in so many white papers and so many books for decades and decades and decades. Yeah. And Club of Rome just happens to be one of the more easily verifiable examples of a think tank, a planning group, an NGO that started meeting around this time and put out this idea, all right, it's time now to restrict things. We cannot just have exponential growth. And the best way to do that is to start convincing people of the problem of humanity. The problem of humanity itself is the problem. Yeah, and those exact words, I mean, we'll actually get to the quotes. Those exact words are actually used at one point. Now, I'm trying to pull up, let's see here. I've got, we'll transition over here, swipe, magic of the movies. We've got Aurelio Peche. Excuse me, sir, I probably destroyed your name there, Aurelio Peche. So he was an Italian industrialist and philanthropist, best known as co-founder with Alexander King and first president of the Club of Rome. So this is a group that is founded by industrialists, founded by big money. And this is essentially a think tank of high-level industrialists and high-level economic planners who are looking at longer term than most of us look at, right? I mean, when we grow up, we're looking at, we're looking at our 3-day plan, right? It's like we're looking at our 3-month plan, our 3-year plan. But we've got people here who are talking about planning ahead, 40, 50, 60, 100 years down the line. And Aurelio Pirelli, as well as Alexander King. Now, Alexander King, he was a British scientist and pioneer of the sustainable development movement, helped found the Club of Rome with this Italian industrialist. So we've got science meets industry right here. Now, science and industry obviously moving hand in hand. And as far as science being like this entity, this is something a lot of people perceive there being this entity out there called science that just rubber stamps on the truth whenever some question comes into play. That's not really how it works, guys. I mean, science is a process. It's a process of using certain tools and observation to make, to create theoretical frameworks for how the world works. The scientific method itself is not an entity, but we are looking at certain aspects of the scientific community colluding with governments, with big think tanks and these NGOs to dictate policy before it's dictated, before it's actually doled out to the masses. These things are thought about, talked about, and written about in books like The First Global Revolution, which is this Club of Rome document that I've got kind of annotated and marked up here that we're going to talk about today. So anything else you want to add to that? I think it's so funny that this guy, Aurelio Peche, he basically was an engineer. He helped to, I know he wasn't an engineer, but he was a massive business mover and shaker involved in Fiat, the company, and he was an Italian industrialist. And he's talking about stopping the growth of the population
it seems kind of counterproductive there, doesn't it? Counterintuitive almost. Yeah, there's a specific document I'm trying to find. I know I read it many years ago, and my mind is pretty spot on when I try to recall these things. Yeah. But one of the members of the Club Rome is also directly involved in high-level black magic and occult. And I cannot remember where I read that, but which group? And I don't remember which. Temple of Set. Ah, interesting. Now that's all Michael Aquino. Mm-hmm. So one of the prominent Club of Rome members. I'm trying to find where that was, but it was in a footnote. I can even see the footnote in my head, but I cannot remember what book it was in. Anyway, it might not have been his book, but the reason that's relevant is that the perspective of a person who is an atheist, who is somebody who, let's say, a David Rockefeller. Yeah. As far as I know, David Rockefeller was an atheist. I don't know that he had any scientific perspective. Well, his family claims to be not evangelical, but Protestant, right? They were mainline Baptist, but I'm talking about that was Daddy. That was the senior Rockefeller, but David Rockefeller Jr. I don't think there's no evidence that he really had any interest in religion. So I'm saying you could take an atheist and you could take somebody who's into Druidism, like that professor. Dr. Pianka that Alex Jones used to always talk about. You could mention somebody like anybody from these New Age groups or anybody from a lot of these occult groups. They're usually united on this perspective that we have to control breeding and that only the fittest should survive. So you start to see already that this ties very well with Darwinism and all of the right-hand path, dark occult groups that have this perspective that we need, that the scientific elite, the priest class, can erect some kind of algorithm by which we can determine in like Gattaca style, you know, if you've seen the movie Gattaca, who goes into the future and who doesn't. So what I'm saying is that this is not an arena where we're just talking about public policy or trying to get people to recycle and throw away their trash. Yeah. This is about revolutionizing everything in the world and everything in life. That's how big this issue that we're talking about is the main issue. It's everything. Yeah. This is it. This is the whole so-called conspiracy. Well, and the people that are planning this are the people behind the Industrial Revolution. I mean, these are the big venture capitalists, the big banking conglomerates that actually bankrolled and profit off the Industrial Revolution and off of all the big wars since the Industrial Revolution. This green movement, this talk about sustainability, this is the language that is being injected into the culture in order to manipulate the mass, mind state about what we're doing with our lives. And these ideas are being used by these same people who created the Industrial Revolution. So why would the people who created the Industrial Revolution be talking about stopping the spread of industry? On the surface, they say this is about stopping the spread of the exploitation of the planet, stopping the spread. I mean, it sounds really nice, right? Especially if you're a millennial, you're raised in the suburbs, maybe kind of not really sure where your food comes from. These people start talking about sustainable development, the sustainable production of resources. Wouldn't they be shooting themselves in the foot? Oh, now it just came to me. I'm sorry. It was, I think it was something related to Marie Strong. Now, yeah. We talked about Marie Strong here before. Yeah. Marie Strong has a close bud who was an occultist who was in the Club of Rome. That's what it was. Now, I'm not saying Marie Strong himself was, but he was. Well, Marie Strong is behind the whole Maitreya thing. He was really into the certain aspects of the New Age kind of theosophy movement. Yes, he was a point man between Rockefeller. He was appointed by Rockefellers between them and the Green movement and the New Age movement. That was kind of his whole functionality, was to do that. And but Maurice Strong, he's an industrialist too. He's basically the Rockefeller of Canada. If you don't know who Maurice Strong is. What was your question again? Could you ask? Well, all right. So I mean, it's basically I'm playing devil's advocate here because when you first started looking into this stuff, of course we don't want to pollute. Why would you want to
We don't want to destroy the planet. Obviously, you know, there are issues with pollution, with industrialization. And so why is this a bad thing? I mean, this must be a good thing. These people want to save the world. And why would these industrialists want to stop the spread of industry suddenly? Because the world doesn't actually work in that way. It doesn't work in the way of open competition, leading to innovation, leading to a better world, and leading to free markets and liberty. That's not really how the world works. There's a layer of society where perhaps that goes on, or there's periods in time in history, as maybe in American history, where that kind of stuff happens to a degree. But typically speaking, as the Rockefeller family themselves famously said, competition is a sin. They don't want competition. They don't want open markets and freedom unless it's useful in some specific geopolitical arena. Like they might want to open up some countries' economy to free markets to industrialize them in order to make them decadent and to depopulate them. Actually, Miles Copeland wrote a whole book on that. It's one of the books I dealt with, called Game of Nations, who was a CIA operative. Copeland says that they intentionally industrialized and freed up Egypt so that Egypt would get to the point where it would start limiting its population in 10, 20, 30, 50-year actuaries. So in the same way, the reason that this is not about making a better world is that what that actually means is a hyper-controlled, hyper-managed society where everything from womb to tomb is essentially run and managed by technocrats. So it has nothing to do with making things better. It has everything to do with making things better for a specific super elite strata of society. And I'm not talking about the guy who has $1 million or $10 million. I'm talking about the super rich, the super elite, the top 0.0001%. And these are the same people who are talking about the fourth revolution, the fourth industrial revolution, right? Which is the automation of everything, AI, the post-human era is what they call it. Yes. So of course, you know, they don't want growth anymore. They want to put limits to growth, which was the first publication by Club of Rome was called Limits to Growth. And this was by the big industrialists who just a few decades before were saying, grow, 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 laissez-faire, free market, that's because they wanted the population to create the population is a giant energy battery source from which they could produce the technological revolution. And now that the tech is here and AI can, they believe, run itself, they're not going to need the rest of the human batteries. Yeah. And the reason, and just another thing to throw out there, the reason this group was called Club of Rome is not because it was a bunch of Romans. It's not like this Vatican thing or anything. It's they met in Rome at first at the Accademia dei Lincei in Rome is where they first met. So they called it the Club of Rome. But essentially they're talking about the predicament of mankind, they call it. They want to adopt a global approach to the vast and complex problems of the world in which interdependence between nations within a single planetary system is constantly growing. So focusing on issues, policies, and options in a longer-term perspective than possible for governments which respond to the immediate concerns of an insufficiently informed constituency, seeking a deeper understanding of the interactions between the tangle of contemporary problems, political, economic, social, cultural, psychological, technological, and environmental, for which the Club of Rome adopted the term the world problématique. So they're essentially, it's kind of a lot of the same language you see in like H.G. Wells, isn't it? Yeah, I mean, it goes back that far. That he's obviously one of the key characters. This is very similar to like the Earth Charter, which is one of the brainchilds of Maurice Strong. That was kind of his baby. Yeah. Where he said basically the Earth Charter is the UN, the more modernized UN plan. I mean, if you can go back and read Julian Huxley and his philosophy of UNESCO, which I did a talk on a couple weeks ago. That was kind of the beginning groundwork of UNESCO. And then as we move on, you get in more recent times the Earth Charter, and it says basically what Strong says is Earth is our home, and we are part of a vast evolving universe. And everybody has a right to animals, fertile soil, pure water, and clean air. However, global growth has put us into a crisis. Every one of the globalism books that you read, it always begins with, we are in a crisis. The crisis
the crisis, the crisis. They always start the books with the crisis. They're all written like from like a cookie cutter. And I didn't even use that term in the video because, as you guys know, the algorithms on YouTube, they're very strict these days. So I'm pretty sure words like crisis maybe should be avoided if you're trying not to get kicked off of YouTube in the immediate future. So I avoided that word. No, I'm not saying you can't use it. I'm just saying in the title, I decided not to put that word because I didn't know if climate crisis would be would get flagged. But yeah, dude, that's the talk. It's always the grand crisis. There's this huge problem, this huge predicament. Oh my goodness, what are we going to do about it? It's all encompassing. It's everywhere. It permeates the very fabric of your being right now. And you can't do anything alone. We have to all come together, and we have to do this together. Right, and this is actually a socialist document. Now, I'm not falling into the socialist, capitalist, communist dialectic. You're not a libertarian, bro? But what I'm saying is that this document is intended to be the answer to the problems that libertarian free markets are blamed for. So you have this period of the industrialists pushing all this stuff, and then you have this vast army of the socialist left who tell us that we have to be a part of this global community. And then that's all blamed on the so-called capitalists. But actually what's ironic is that the same people behind Industrial Revolution and the big industrialists are the people behind Marty Strong and the Earth Charter, namely David Rockefeller and the global elite. Yeah. So it has nothing to do with the left and the right stuff. It's very easy to learn and to figure out that all this UN stuff is promoted by the same people who are blaming industrialization, capitalism. It's the big capitalists that run these socialist movements, is what I'm trying to say. Yeah. So when you read these documents, of course they say a lot of things that sound good. It wouldn't dupe so many people if it didn't have a gray propaganda aspect to it, to where a lot of it sounds good. Yeah. Absolutely. So yeah, I was just looking at the introduction there, which is pretty interesting. They talk about some of the problems. They say that the Gulf War was a warning signal. It should lead to a new vision of international relations. So they list off all of these. So they'll point out real problems. They'll say, hey, look, the war in Iraq was a scam. Therefore, the only way out of this scam is to have one giant socialist international government that, for example, if you go down to 15, which relates directly to you, the Earth Charter involves preventing cruelty to animals. Mm-hmm. Now, what does that mean? Well, it doesn't say exactly. No definition. Then it goes on to say, international bodies, is what it's saying, will regulate hunting, fishing, and extreme treatment of animals. Now, that sounds like, oh, well, they want to prevent Bambi from being tortured by, I don't know who's torturing Bambi, but, oh, they're going to save Cecil and Harambe. No. This is about ultimately telling you that you can't hunt on your own property because you don't have property. Right. Yeah, exactly. And, they're telling you that the cow farts are destroying the planet. It's absurd. So the problems that they list here, it's funny. So they talk about, we are in the early stages of the formation of a new type of world society, which will be as different from today's as was that ushered in by the Industrial Revolution from the society of the long agrarian period that preceded it. So we were looking at societal planning at a grand scale decades ahead of time. So these people are saying that there is going to be a major change, and here are all the problems that are going to drive those changes. And of course, they talk about information society. These are creating what is variously called the information society, the post-industrial society, or the service society, in which employment, lifestyles, and prospects, material and otherwise, will be very different from those of today for every human being. So it's kind of like this hypnotic language almost, right? It's like, ooh, things are changing. The times they are changing. They pump this out through media as well. I mean, even the cultural, popular music, the films, and of course everything is changing. From the time you're a baby, your body is constantly changing. So they use this hypnotic language to tell you, oh, change is happening, change is occurring on this grand scale, and you better get ready for it. It's almost like it's kind of like an initiation, like a ritual initiation of everybody into this new world. It is, and in fact, the UN did put out and support many of the New Age initiatory ideas. In fact, within the
many of these writers, as I cover in the series, they actually talk about the promotion of a new kind of religion like that. And so ultimately that what they determined was a form of earth worship would be the most amenable version of this. It would be because that would tie in both Darwinism and the environmental stuff, right? Or obviously the earth worship stuff would. But could I add real quick, by the way, that in this charter, if you read 11, there's all your SJW stuff, and it talks about the participation of women in all areas of life. Why do you think they really care about women participating? They want to free them from the bonds of slavery. Voice. They're like they want to free them from being mommies. That's what that's about. So, yeah, exactly. And then, by the way, it just hit me that once I read the statement on hunting and fishing and that being regulated, that you want to eat Cecil and Harambe, don't you? Mm-hmm. And Bambi and Simba. Because you're a psychopath. You want to eat Cecil and Harambe. And Bambi and Simba too. Yeah. And Wilbur the pig. Remember Wilbur? I don't really eat that much pig. You're gonna cry? Is that okay? That is rape. You can cry if you want to. We're open. Eating animals is rape. No, it's murder, Jay. Milk is rape. This is rape. Murder and rape. This is rape. It's rape when you take the milk. Yeah. Man, I had a friend of mine tell me this down at we got a little steam sauna at this hosteria down the street, and I go to it in the afternoon, and this guy, he lost 100 pounds. He lost 100 pounds just drinking beer and eating bread. And so we're kind of just talking to well, what are you going to do when you get to the place where you have to eat real food and you got to maintain weight? And he's just like, I'm going to eat bread and drink beer. And it's funny, but then he starts telling me about how, milk is so bad. They separate the cows from the mothers, and the dairy industry is so terrible. It's like, dude, he's this old British guy. Nice guy, but just, it's funny. So many people are completely disconnected. They really believe that, eating animals, that using animal husbandry, this is terrible. And he starts telling me about the vegan cheese. Oh, they have all kinds of good vegan cheese now. I'm going to go vegan. I'm just like, dude, you think it's better to get that soy GMO shit that's imported from all over the world than to just drink milk from your neighbors? He's like, yeah, well, they take the baby, they separate the calves from the mothers. It's just so ridiculous. Yeah, no, I didn't even realize that the original was at the 92 charter. Talk about that, or was that the recent one, the Rio? And the one I'm looking at is just from UNESCO. It doesn't have a date on it. Okay. I don't know which one it is. Yeah, this is the whole thing about animal exploitation. That's pretty crazy. I mean, they're really pushing that. That's actually about regulating all that stuff. That's about regulating what you do. Yeah. So you just have to translate it out of the globalese and into what it really means. So women being educated, that means not being moms and being in the workforce. Yeah. Right. Protecting children, that means trafficking, because actually the UN has been caught involved in trafficking many times. And reproductive health services, that means killing abortion, killing unborn babies. Abortion, as we should say on YouTube. Oh, it's true. Yeah. Yeah. Sorry, so once you kind of reinterpret these into what they really mean, we realize that, by the way, all the discrimination section, that's all the social justice censorship stuff. It's funny the language that they use in these documents. I mean, it's very alchemical. The new society is emerging from the chrysalis of an often archaic and decadent old societies. Its evolution is complex and uncertain, and its manifestations are difficult to decipher, making the tasks of the decision makers in both public and private sectors more difficult than ever, and inducing a permanent uncertainty in all thinking individuals. So, they're saying that this is a fact, but at the same time, there seems to be this undercurrent, because these people very well know that feeling of uncertainty in all thinking individuals is being programmed in via the cultural zeitgeist, via the media, via education. Yes. I mean, if you think about the fact that this was planned decades ago, we start to see the patterns, right? So one of the things that I highlight is
in 29, now going on the 30th book in my series, they all say the same thing on about 4 or 5 points. I know you know those points, so I'm not going to rehash them to you. No, well, the audience, man, the audience, they might not. Well, so basically, in every one of these major writers, planners, social engineers, technocrats, bankers, for the last 100 years, they all have about 5 or 6 kind of basic core dogmas. I should probably put it into like a 10-point, figure out 10 of the patterns and make it into like a globalism 10 commandments. Do 7. Do 7 for all the G's out there. Well, let's G7. I mean, we could probably come up with 7, but the ones that come to mind would be that you have to believe in Darwin. There's no globalism writer I've ever found who doesn't absolutely 100% commit themselves to Darwinism. You have to believe in a form of global government. So I'm trying to list these. So that's 2. That could relate to many different things, many different types of it, and they do debate these things over the century or over the last century. But you have to believe that that's the way to go. You have to believe in one form of a single economy. That's what all of them say. Like a solid state economy is what they're kind of moving towards, right? Like zero growth economy, like no more growth. We can't keep growing. Yes. Well, so the only period, like we said, there was a period right after World War II where they were pushing production and consumption. But that was before they made the decision to move the Western industrial base to China and to the East. And that was a decision made by our elite. It wasn't because China outcompeted us. It's not the free market that put Walmart at the top of the chain, having all these Chinese slave goods. That was a decision that was made by the Rothschilds, the Rockefellers, and the Walton family. That was all organized by the elite. And that's what completely changed the mom pop business situation in America. That was not done, but that was done on purpose. It was done by the elite. They decided to do that. And that when you learn that actually shows that the system that we had then wasn't free market. That's nonsense. Those are decisions made by the most powerful people in the world. And they write books about those decisions. And this is one of these books. This is one of these books right here. I mean, this is, they say that yesterday the nuclear problem was uppermost in people's mind. Again, a problem developed by the global elite as a tool for bringing in the utopian world state. I mean, from the very beginning, and H.G. Wells wrote about the atom bomb before it was even a thing. And so did Lord Birkenhead, wrote about the atom bomb. 1929 said, well, maybe scientists, if none of this works, if we don't get our utopia, perhaps scientists will just destroy all of existence in a giant atomic explosion. In 1929, he was talking about this. So this is very interesting. So yesterday was the nuclear explosion, blah, blah, blah. Later, the population explosion reached the headlines. Today, the environment is a la mode. And concern with population has receded. The energy crisis was seldom mentioned publicly earlier, but the events in the Middle East have already made this a new preoccupation. So again, another one of these events, the Middle Eastern wars, the oil embargoes, all this buffoonery, tomfoolery going on with the price of oil in the 1970s, talking about that right there. Again, these same industrialists are behind that. And then it just says, I like this sentence. The need is to consider all these as essential angles of illumination in the kaleidoscope of planetary change. So again, the hypnotic induction kaleidoscope imagery, and these are people. I mean, they're writing to each other. They aren't writing this for the dumbed down masses to read it. They're writing this as setting future policy with each other. But it's funny how they're using this hypnotic language as well. And so, an der Stelle werde ich mich jetzt verabschieden und mal zum Bäcker machen, weil ich Hunger habe und endlich frühstücken will. Für die, die es interessiert, The Final Revolution of the Elite, Jay Dyer und Primal Edge Health nehmen dieses Club of Rome Dokument auseinander. Kann ich jedem nur empfehlen.
So. Ich gehe davon aus, ich werde es bestimmt nochmal hinlegen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal hinlegen. Bock ist eindeutig zur Zeit nicht pennen gegangen. Naja. Egal. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Hat Abend ganz normal Couch TV. Und ansonsten, ja. Ich will mal gucken, wenn ich das mit Satire Sevi mache. Das wäre bestimmt auch noch zwischendurch. Das dauert circa eine Stunde. Weil da möchte ich eigentlich vorher noch eine Map fertig machen, wo man das dann besser sieht. Und Ghost, nee, ich habe schon geschlafen. Bis um 3 circa. Und dann dachte ich mir, ja, nach 2-3 Mal hin und her drehen. Das wird so nichts. Also machen wir erstmal was Sinnvolles. Jetzt hole ich mir noch schnell ein paar Brötchen, mampf schnell was und dann haue ich mich noch mal hin. Und dann schauen wir mal weiter, wie draußen das Wetter ist. Aber ich glaube, es ist grau und bewölkt. Naja, egal. Bis later.